Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Deutsch im Alltag. Heute erkunden wir mit euch echte Alltagssätze, die ihr sofort nutzen könnt. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Folge zu verpassen. Schön, dass ihr dabei seid bei Deutsch im Alltag. Wir zeigen euch, wie ihr mit einfachen Sätzen euren Alltag auf Deutsch meistern könnt. Drückt auf Abonnieren und die Glocke, damit ihr immer up-to-date bleibt und keine neue Episode verpasst. In Deutschland redet man oft mit kurzen Sätzen. Warum ist das so? Ist es die Effizienz oder einfach eine kulturelle Sache? Gute Frage. Deutsche lieben es, direkt zu sein. Ein kurzes Ja oder Nein spart Zeit und ist klar. Das macht es für Lernende manchmal schwer. Genau. Oft habe ich in Deutschland erlebt, dass ein einfaches Stimmt oder echt ein ganzes Gespräch verändert. Es zeigt Interesse oder Zustimmung. Ja, und manchmal reicht sogar ein oder Aha aus. Die Deutschen sind Meister im Zuhören. Diese kleinen Wörter zeigen, dass man aufmerksam ist. Aber wie lernt man, diese kurzen Sätze richtig zu verwenden? Es ist nicht so einfach, die richtige Nuance zu treffen. Man muss viel zuhören und üben, zum Beispiel in Cafés oder im Supermarkt. Dort hört man, wie echte Gespräche laufen. Und es gibt viele Redewendungen, die man kennen sollte. Zum Beispiel alles klar oder passt schon. Sie sind informell, aber sehr gebräuchlich. Genau. Und sie helfen, sich natürlicher zu integrieren. Redewendungen zeigen auch, dass man die Sprache wirklich versteht. Was ist mit der Körpersprache? Oft sagt die Mimik mehr als die Worte selbst. Ein Nicken kann ein Ja ersetzen. Das stimmt oder ein Schulterzucken. Das zeigt Unsicherheit oder Gleichgültigkeit. Man muss also auch auf nonverbale Signale achten. Spannend, wie viel man ohne viele Worte ausdrücken kann. Manchmal frage ich mich, ob das Missverständnisse verhindert oder fördert. Beides. Kurze Sätze sind klar, aber sie lassen auch Raum für Interpretationen. Man muss lernen, zwischen den Zeilen zu lesen. Was denkst du, wie man das am besten üben kann? Gibt es Tipps für Sprachlernende? Ich würde sagen, viel mit Muttersprachlern sprechen. Und keine Angst haben, Fragen zu stellen, wenn man etwas nicht versteht. Ja, Fragen wie meinst du das oder kannst du das erklären, sind wichtig. Sie zeigen, dass man wirklich kommunizieren möchte. Absolut. Und das Beste, die meisten Deutschen helfen gern. Sie schätzen es, wenn jemand ihre Sprache lernen will. Das stimmt. Und es ist auch eine gute Gelegenheit, mehr über die Kultur zu erfahren. Sprache ist ja nicht nur Worte, sondern auch ein Stück Identität. Richtig. Und durch die Sprache kann man Teil der Gemeinschaft werden, auch wenn man nicht perfekt spricht. Es geht um den Austausch. Also, kurze Sätze, große Bedeutung. Sie sind der Schlüssel zu einem besseren Verständnis der deutschen Sprache und Kultur.
Im Alltag begegnen uns oft spontane Reaktionen. Wie unterscheidet sich das von den kurzen Sätzen, über die wir gesprochen haben? Spontane Reaktionen sind oft noch direkter. Ein schnelles Oh oder Wow zeigt sofort, was man fühlt. Sie sind ehrlich und unverfälscht. Stimmt, ich habe oft „Ach du meine Güte" gehört, wenn etwas Unerwartetes passiert. Diese Ausdrücke sind so vielseitig. Genau. Sie kommen aus dem Bauch heraus und sind oft situationsabhängig. Man muss den Kontext kennen, um sie richtig zu verstehen. Und oft sind sie sehr kreativ. Manchmal höre ich neue Ausdrücke und frage mich, was sie bedeuten. Wie lernt man diese am besten? Am besten, indem man viel mit Deutschen spricht und zuhört. Auch Serien und Filme helfen. Da hört man, wie Menschen wirklich reden. Und manchmal sagt die Tonlage mehr als die Worte. Ein einfaches O kann erstaunt oder enttäuscht klingen, je nachdem, wie man es sagt. Richtig. Die Intonation ist entscheidend, sie verändert die Bedeutung komplett. Das ist eine Kunst, die man durch Übung lernt. Es ist faszinierend, wie ein kleines „Na" so viele Bedeutungen haben kann. Es kann eine Begrüßung sein oder auch eine Aufforderung. Ja, und es ist typisch für die deutsche Sprache, dass solche kleinen Wörter viel ausdrücken können. Es sind echte Alltagshelden. Aber was, wenn man die Reaktion nicht versteht? Wie fragt man höflich nach, ohne das Gespräch zu unterbrechen? Eine Möglichkeit ist, einfach nachzufragen, was meinst du damit? Oder kannst du das nochmal sagen? Das zeigt Interesse. Aber auch hier spielt die Körpersprache eine Rolle. Ein fragendes Gesicht signalisiert oft, dass man Hilfe beim Verstehen braucht. Absolut. Ein Lächeln kann eine Bitte um Erklärung verstärken. Es zeigt, dass man offen ist und lernen möchte. Das macht Sinn. Und wie sieht es mit dem Humor aus? Manche spontane Reaktionen sind ja auch witzig. Humor ist wichtig. Ein unerwartetes „Na klar" oder „Das hätte ich mir denken können" kann eine ernste Situation auflockern. Humor ist ein guter Eisbrecher und oft braucht es nicht viele Worte, um eine lustige Situation zu schaffen. Ja, ein einfaches „typisch" kann schon ein Lachen hervorrufen. Es zeigt, dass man die Situation versteht und teilt. Also, spontane Reaktionen sind nicht nur ehrlich, sondern auch ein Schlüssel zur Interaktion. Sie machen Gespräche lebendig. Genau. Sie sind ein Fenster zur Seele und zeigen, wer wir wirklich sind. Das macht den Alltag spannend und authentisch. Welche spontanen Reaktionen oder Ausdrücke benutzt ihr oft im Alltag? Und warum denkt ihr, dass sie so wichtig für eine lebendige Kommunikation sind? Nachdem wir über spontane Reaktionen gesprochen haben, gibt es so viele Ausdrücke, die man oft hört, aber selten im Unterricht behandelt werden. Absolut. Diese Redewendungen sind der Schlüssel zum Verständnis der alltäglichen Kommunikation. Sie geben dem Gespräch oft eine besondere Note. Ein Ausdruck, den ich oft höre, ist „Na ja, mal sehen"
Was bedeutet das eigentlich genau? Das ist interessant. Es zeigt oft Unsicherheit oder eine offene Haltung gegenüber dem, was kommt. Man will sich nicht festlegen. Und das passt schon, das klingt so einfach, aber ich habe den Eindruck, dass es viele Bedeutungen haben kann. Genau. Es kann Zustimmung bedeuten oder dass etwas ausreichend ist. Manchmal drückt es auch Gleichgültigkeit aus. Der Kontext ist wichtig. Es gibt auch viele Begriffe, die in der Jugendsprache verwendet werden, wie chillen oder abgehen. Im Kurs lernt man solche Wörter selten. Stimmt, die Jugendsprache verändert sich schnell. Sie ist kreativ und zeigt, wie flexibel Sprache sein kann. Sie spiegelt oft aktuelle Trends wider. Und was ist mit krass? Ich höre es oft in verschiedenen Situationen. Krass kann vieles bedeuten. Beeindruckend, schockierend oder einfach nur besonders. Es ist ein vielseitiges Wort, das stark von der Intonation abhängt. Ich merke, dass viele dieser Ausdrücke eine Art von Emotion oder Stimmung transportieren, oft mehr, als es ein Lehrbuch vermitteln kann. Genau. Sie machen die Sprache lebendig und helfen, Emotionen auszudrücken. Solche Worte kommen oft aus der Alltagserfahrung. Manchmal fühle ich mich unsicher, wenn ich diese Ausdrücke benutze. Was, wenn ich sie falsch verwende? Das ist normal. Am besten ist es, sie in echten Gesprächen zu üben. Je öfter man sie hört und verwendet, desto sicherer wird man. Gibt es eine gute Methode, um diese Ausdrücke zu lernen, abgesehen von Gesprächen? Serien, Filme und Musik sind großartige Quellen. Sie zeigen die Sprache im natürlichen Kontext und helfen, ein Gefühl für die Verwendung zu entwickeln. Und was ist mit regionalen Unterschieden? Manche Ausdrücke hört man nur in bestimmten Regionen, oder? Genau. Dialekte und regionale Begriffe machen die Sprache noch reicher. Ein Moin im Norden unterscheidet sich von einem Servus im Süden. Es klingt, als wäre die deutsche Sprache voller Überraschungen. Man lernt immer etwas Neues. Ja, und das macht sie so spannend. Jeder neue Ausdruck ist eine kleine Entdeckung und bringt einen näher an die Kultur heran. Also, die Sprache, die man auf der Straße hört, ist oft anders als die im Kurs, aber gerade das macht sie lebendig und interessant. Genau. Das Eintauchen in diese Welt eröffnet neue Perspektiven und hilft, sich wirklich zu integrieren. Es ist, als würde man eine neue Welt entdecken. Welche Ausdrücke oder Redewendungen habt ihr gehört, die euch im Deutschkurs nicht beigebracht wurden, und welche Bedeutung denkt ihr, haben sie? Nachdem wir über alltägliche Ausdrücke gesprochen haben, frage ich mich, wie man sie am besten in Gesprächen einsetzt, um natürlich zu klingen. Das ist eine gute Frage. Man muss das richtige Gefühl für den Moment entwickeln. Zuhören ist der Schlüssel, um zu verstehen, wann ein Ausdruck passt. Also, es geht darum, die Stimmung im Gespräch zu erfassen. Genau.
Wenn du die Atmosphäre spürst, kannst du spontan und authentisch reagieren. Es ist wie ein Tanz, bei dem man aufeinander achtet. Und was ist, wenn man etwas sagt und es sich seltsam anfühlt? Das passiert jedem. Wichtig ist, daraus zu lernen. Beobachte die Reaktion deines Gegenübers, so entwickelst du ein besseres Gefühl. Gibt es Tipps, wie man selbstbewusster im Gebrauch wird? Ja, übe in sicheren Umgebungen, wie mit Freunden. Sie geben ehrliches Feedback und du kannst ohne Druck experimentieren. Wie beeinflusst Körpersprache das Verständnis von Alltagssprache? Sehr stark. Mimik und Gestik ergänzen das Gesagte. Manchmal sagen Blicke oder Gesten mehr als Worte. Also ist es ein Zusammenspiel von Sprache und Körpersprache. Genau. Je mehr du darauf achtest, desto natürlicher wirst du im Gespräch. Es wird zu einer Einheit. Und was ist mit den umgangssprachlichen Redewendungen? Wie lernt man sie am besten? Höre Podcasts, schaue Filme oder spreche mit Muttersprachlern. Im natürlichen Kontext lernst du die Nuancen. Sind kulturelle Kontexte wichtig, um Alltagssprache zu verstehen? Absolut, sie geben den Ausdrücken Tiefe. Das Wissen über Traditionen und Werte hilft, die Bedeutung besser zu erfassen. Gibt es einen Unterschied im Sprachgebrauch zwischen Generationen? Ja, ältere und jüngere Menschen nutzen oft unterschiedliche Ausdrücke. Es ist spannend, beide Welten zu entdecken. Also ist es wichtig, offen für Veränderungen in der Sprache zu bleiben. Genau. Sprache ist lebendig und entwickelt sich ständig weiter. Offenheit bringt dich näher zur Kultur und den Menschen. Ich merke, dass es viel zu entdecken gibt. Das macht das Lernen spannend. Ja, und es zeigt, dass Sprachlernen mehr als Vokabeln und Grammatik ist. Es ist eine Reise in die Kultur und das tägliche Leben. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast verfolgt habt. Wir hoffen, ihr habt viel über Alltagssprache und ihre Nuancen gelernt. Wenn euch unsere Themen gefallen haben, lasst uns gerne einen Kommentar mit euren Lieblingswörtern aus dem Podcast da. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge verpasst. Ein Like würde uns auch sehr freuen. Danke, dass ihr Teil unserer Sprachreise wart und bis zum nächsten Mal. Die Gewohnheit. Die Gewohnheit hilft mir, den Tag besser zu planen. Eine neue Gewohnheit braucht Zeit. Die Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit kann gute Laune machen. Manchmal reicht schon eine Kleinigkeit. Der Stress. Zu viel Stress ist schlecht für die Gesundheit. Im Alltag entsteht oft Stress. Die Pause. Eine Pause ist während der Arbeit wichtig. Nach der Pause kann man sich besser konzentrieren. Der Zeitpunkt. Der richtige Zeitpunkt ist entscheidend. Manchmal kommt der Zeitpunkt zu spät.